Hallo, schön, dass du auch bei diesem Video wieder mit dabei bist. Heute wird der Irish Curd Cheesecake gebacken, irischer Käsekuchen aus dem 18. Jahrhundert. Das wird für den Boden benötigt: Mehl, Salz, kalte Butter, hartes Kokosfett, Zucker, Eigelb und kaltes Wasser. Zuerst wird das Mehl mit dem Salz vermischt. Dann wird die kalte Butter in kleinen Stückchen auf das Mehl gegeben. Das Kokosfett ist sehr hart und sollte daher fein gerieben werden. Es ist sonst sehr schwer, einen geschmeidigen Teig zu kneten. Das Kokosfett verbindet sich dann nicht so gut mit den anderen Zutaten. Der Teig sollte möglichst kalt gehalten werden, deswegen benutze ich einen Kartoffelstampfer und nur für die Feinarbeit die Finger. Der Backofen kann nun auch schon auf 160 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt werden. Früher wurde das Rezept durch Rosenwasser und getrockneten Früchten ergänzt. Der Kreativität steht hier also gar nichts im Wege. Nun wird noch der Zucker hinzugegeben und untergerührt. Und wenn alles gut vermischt ist, wird das Eigelb mit dem kalten Wasser verrührt. Und das Ganze wird auch zum Mehl gegeben. Und mit einem Teigschaber einmal durchgeknetet. Der Teig wird jetzt auf eine Frischhaltefolie gegeben und flach gedrückt. Und der Teig muss dann 30 Minuten im Kühlschrank ruhen. Das sind die Zutaten für die Füllung: weiche Butter, Zucker, Zitronenschale, Zitronensaft, Zimt, 3 getrennte Eier, Mehl und gesiebter körniger Frischkäse. Es muss auf jeden Fall durch ein Sieb gestrichen werden, damit man eine feine Konsistenz hat. Zunächst werden die 3 Eiweiße zu einem festen Eischnee geschlagen. Anschließend wird die weiche Butter mit dem Zucker schaumig gerührt. Danach werden die Zitronenschale, der Zitronensaft, der Zimt und die 3 Eigelbe und das Mehl hinzugefügt und gut verrührt. Nun wird der gesiebte körnige Frischkäse hinzugegeben und untergerührt. Zum Schluss wird der Eischnee vorsichtig untergehoben. Jetzt ist die Füllung auch schon fertig. Der im Kühlschrank gekühlte Teig wird mit einem Nudelholz ausgerollt und in eine gefettete 20 cm Backform gedrückt. Der Teig sollte auch an den Rändern etwas hochgedrückt werden. Nun wird die Füllung auf den Boden gegeben und gleichmäßig verteilt. Gleich kommt noch das Topping. Das sind die Zutaten für das Topping: ein Ei, Zucker, geschmolzene Butter und Mehl. Das Ei wird mit dem Zucker vermischt und mit der geschmolzenen Butter zum Mehl gegeben. Das Ganze wird gut mit einem Schneebesen verrührt und dann auf die Füllung verteilt. Der
Der Kuchen braucht jetzt ca. 60 bis 75 Minuten im Ofen. So sieht der fertige Kuchen aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Damit du kein Video verpasst, kannst du unseren Kanal abonnieren. Guten Appetit!